Hallo, ich bin Alia. Ich bin 57 Jahre alt. Ich bin seit 4 Jahren schwer lungenkrank. Ich bin beruflich singen. Ich singe schon 30 Jahre. Aber habe ich gemerkt, ich kann nichts mehr Luft nehmen. Und immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Ich erkenne meine Krankheit von 3-4 Jahren. Und ich war bei meiner Pulmonologin. Die hat mich gesehen, die hat gedacht, ich bekomme Herzinfarkt. Und dann hat mich Überweisung gegeben, bei der CT zu machen. Habe ich eine CT gemacht, das war eine Flecke da drin, in die Lunge. Meine Pulmonolog hat gesagt, die kennt einen Arzt, einen guten Arzt. Ich schicke mich dahin. Mein Name ist Gerasimus Varelis. Ich leite seit 2 Jahren das Varesano Lungenzentrum und als invasiv tätiger Pneumologe liegt mein Schwerpunkt besonders in der Behandlung von Lungenkarzinom, aber auch in der Lungenvolumenreduktion, speziell in der endoskopischen Lungenvolumenreduktion. Bei dem Lungenemphysem handelt es sich um eine chronische Lungenerkrankung, die irreversibel ist. Das heißt, es handelt sich meistens um eine Erkrankung, die infolge vom Rauchen entstanden ist und führte eben zum Umbau des Lungengewebes. Als Folge von diesem Umbau ist zum einen die fehlende Funktionstüchtigkeit der Lunge, das heißt, das Lungengewebe kann an der normalen Sauerstoffaufnahme nicht mehr teilnehmen und das führt wiederum auch durch die Beblähung führt es auch zu einer der wichtigsten Beschwerden von diesen Patienten, nämlich zu Luftnot. Was wir in unserem Lungenzentrum anbieten, ist ja die Lungenvolumenreduktion mit nicht-invasiven endoskopischen Methoden. Diese nicht-invasiven endoskopischen Methoden gehört eben die Implantation von Ventilen und auch Coils. Im Rahmen von regelmäßigen Boards, das heißt von interdisziplinären Sitzungen, wo praktisch auch spezialisierte Fachärzte auch teilnehmen, wird genau geprüft, welche Patienten für welche Behandlungsmethode geeignet sind und das wird genauso eben protokolliert und den Patienten angeboten. Und dann haben wir entschieden, für die Coils zu machen. Habe ich das erste Mal gemacht, 10 Stück auf die linke Seite. Auf den zweiten Tag, wenn das gemacht, ich habe gemerkt, dass es kann besser gehen. Die Coils, wie ich vorhin erwähnt habe, die sind auf dem Markt schon seit mehreren Jahren und ich persönlich habe ja auch seit Jahren auch gute Erfahrungen damit gemacht. Das sind kleine Spirale, wie man das hier sieht, die aus Nitinol bestehen und diese Spirale werden jeweils dann eben rechts und links in der Lunge der Patienten sozusagen auch implantiert. Die Behandlung an sich dauert ca. 1 Stunde. Und im Prinzip muss der Patient, der auch für die Behandlung hier bei uns im Hause stationär aufgenommen werden. Er bleibt mindestens 3 bis 4 Tage. Klar kann es zu Komplikationen kommen, das ist aber eher selten. Und wenn es auch dazu kommt, sind die auch sehr gut handelbar. Ich habe gerade Ihre Lungenfunktionstestergebnisse gesehen und die sind tatsächlich deutlich besser geworden. Da hat sich die Lungenfunktion schon um einiges gebessert. Habe ich das vor der Krankheit, ich war 95 Kilo gehabt. Und dann durch die Krankheit mit Lunge habe ich auf 62 Kilo. Ich kann nichts mehr laufen, ich kann nichts, ich bin im Rollstuhl fast. Heute geht mir viel besser wie vorher. Kann ich besser Luft nehmen. Kann ich besser schlafen, kann ich besser laufen. Hatten Sie direkt, nachdem wir die Implantation durchgeführt haben, hatten Sie direkt irgendwelche Beschwerden gehabt oder irgendwas, was Sie beunruhigt hat nach dem Eingriff? Nee, das war alles gut. Und nach 2. Tag, erste Operation habe ich gemacht, das habe ich gemerkt, das ist besser. Die Familie hat mich gesehen, das erste Mal, wenn war ich unten, die wollten mir nicht sagen, aber habe ich schlecht aussehen. Wenn mein Gesicht war schmal, ich bin so dünn, ich kann nichts laufen, kann ich nicht essen. Und Hauptsache kann ich nichts atmen, überhaupt. 2 Meter, ich muss sitzen. Und dann, wenn bin ich jetzt im März, die hat gemerkt, dass es besser und hat mich gefragt, was war das? Habe ich eine Operation gemacht, habe ich gesagt.